Scheiße. So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Wir wollen euch ein Produkt vorstellen. Die Acewell-Tacho verbauen wir schon seit längerem. Und heute sind wir mal im Custom-Mais-Bereich. Nein, ich bin nicht tätowiert. Im Custom-Mais-Bereich tätig. Schaut mal her. Da hat einer Abziehbild, ist noch von der Bravo von 96. Nee, ist vom El Garcia, 2005. Und warum bauen wir einen elektronischen Tacho drauf? Da kommen wir jetzt dazu. Man hört was, ne? Bleibt der auch dann auf Zeitaußenumdrehung stehen? Schau mal, ob du bis 6 kommst. Also bei 3 sind wir schon. Kannst du auch schneller? Ich kann auch langsamer. Also das war das, was der Kunde uns gebracht hat. Das Motorrad hier. Und wie ihr seht, ist das Motorrad eh schon modifiziert. Und dann sehe ich das eigentlich nicht ein, dass wir so eine Riesenkiste erhalten. Den Tacho kannst du noch mal kurz zeigen, der war auch in Ausdünnes. Also es ist schon sinnbefreit, da jetzt Geld reinzustecken. Natürlich, wer auf Originalität steht, der kann das gern machen. Aber in dem Fall ist es blöd. Jetzt kommen wir zum Optischen. Wir haben jetzt einen wunderschönen Tacho drauf, der auch optisch super reinpasst. Leichtes, alles ist elektronisch. Und ich gehe mal auf diesen Karton. So sieht das Teil aus. Die Nummer wollte ich mir eh noch mal merken. Das war ein Glückskauf, würde ich mal sagen. Ist hier irgendwo angekreuzt? Ja, ne? Da. Das ist der 44X-XX, ob der so heißt. Ja, ist mit. Da ist eine Nummer. Okay. Dann haben wir ein Tacho-Signal. Das wird mit so einem Geber direkt unten aus dem Getriebe geholt. Hier auch schön wassergeschützt. Und den Original Drehzahlmesser, den haben wir mal nicht getötet. Das hätten wir jetzt natürlich zukleben können. Wir haben die Leitung nach oben, die ist entlüftet. Da sollte nichts passieren. Und jetzt erklärst du die Funktion, darf ich sie anschmeißen? Ja, du kannst du gerne anschauen. Ich will es mal probieren. Ich halte, du erklärst. Hoffentlich ist das Nebengeräusch dieses Motors nicht so laut. Der Tacho hat einen Tageskilometerzähler. Gesamtkilometerstand, den man vom alten Tacho übernehmen kann. Das ist ja geil. Aktuelle Drehzahl. Wenn der Motor auf Temperatur ist, läuft er auch noch ein bisschen höher in der Drehzahl. Rundenzeiterfassung. Das ist die Voltzahl. Das ist dann nochmal maximal. Die Maximaldrehzahl. Die wir ja, Maximaldrehzahl. Und dann waren wir wieder bei der Rundenzeit. Und was halt auch noch sehr schön an dem Tacho ist, haben wir jetzt die Kiste aufgebockt. Erster Gang, Hinterrad dreht sich, Ganganzeige, erster Gang. Also hier sehe ich jetzt dann den Gang. Und was ist das? Ist das Minus? Ist dann einfach, wenn das Feld nicht ausgelöst ist? Die Temperaturanzeige Nummer 1, 19 Grad. Ah, okay. Der Tacho hat dann noch eine Öltemperatur, aber die haben wir nicht angeschlossen. Das wäre dann Temperatur Nummer 2. Wow. Das mit dem Drehzahlfeld oben sieht auch cool aus, ne?
ich äußerst schön finde. Zündung aus, Zündung an. Cool. Das geht ja auch ohne Kicken. War das Ding ein Starter oder was? Ja, für Faule gibt es einen Knopf. Was muss ich ungefähr rechnen? Wie lange braucht man, um so ein Tacho einzubauen? Wir müssen ein bisschen darüber rutschen, wir haben zu viel Mund. Das ist halt einiges an Aufwand, weil das ist der Originalstecker, der hinten in den Tacho reingeht. Den zwickt man ab. Dann kann man sich auf die BMW-Farben meistens nicht so ganz verlassen. Dann fängt man erstmal an, mit dem Multimeter auszumessen, welches Kabel ist für was. Und dann fängt man das Löten an. Anschließend die Kabel anständig verstauen. Und meistens sind dann 5-6 Stunden auf jeden Fall vergangen. Was haben wir da jetzt nicht angeklemmt? Öltemperatur fehlt, ne? Öltemperatur Wassertemperatur fehlt? Oder ist das die gleiche? Wassertemperatur haben wir ja beim Nee, aber das wäre ja möglich, ne? Könnte man den Temperaturfühler natürlich auch für Wassertemperatur hernehmen. Und Spritanzeige, Tankanzeige, ne? Tankanzeige ist ausgeblendet, weil der Tacho hat auch noch eine Tankanzeige. Und die konnte man ausblenden, weil bei mir hat das immer zu geleuchtet. Ne, die habe ich dann ausgeblendet über die Menüführung. Klasse. Man muss auch die Größe des Hinterrads eingeben. Das war die nächste Frage, dass der Tacho passt. Dass die Geschwindigkeit auch funktioniert. Ist da eine Tabelle dabei oder muss man das ausrechnen? Ja, ist eine Tabelle dabei, aber sinnvoller ist es, das Ganze auszumessen und dann den echten Wert einzutragen. Da ist der Tacho abgebildet, da unten steht's. Ich habe es gefunden. Ich krieg's nicht scharf. ACE 4453. Ab jetzt bei uns im Shop, ne? Da ist die Nummer. Ich habe überall auf den Karton geschaut. Was aber ein kleines Problem ist, die Lichtmaschinenerregung. Wenn man die LED in dem Tacho verwendet, funktioniert die Lichtmaschinenerregung nicht richtig. Entweder man lötet einen Widerstand ein, den wir auch im Shop haben, wovon ich aber nicht so überzeugt bin. Ich baue lieber eine 3 Watt Birne ein, über die ich wie herkömmlich die Lichtmaschinenerregung funktionieren lasse. Ein deutlicher Vorteil an dieser Birne ist, dass das LED löst ab einer gewissen Grenze erst aus. Also da kann die Lichtmaschine schon komplett aus die Nüsse, also kaputt sein. Und bei der Birne, bei der herkömmlichen, kann es sein, wenn das Flackern anfängt, ganz leicht, dann sieht man, dass schon eine Beschädigung in der Diodenplatte oder im Läufer sein kann. Und das ist ein Riesenvorteil, was wir mit einer LED nicht haben. Und wir haben die schon kaputt gemacht, die haben schon gebrannt. Ne? Ja, wir haben schon welche ausgebaut, die gebrannt haben. Das liegt natürlich nicht an Acewell, das liegt an den Lichtmaschinen, aber wir haben halt eine Uralttechnik und bauen dann solche Sachen ein. Ne? Deswegen finde ich die Birnen besser. Wir haben die im Shop, die kostet richtig viel, aber ich bin froh, dass wir die von Hella überhaupt noch geliefert kriegen. Und das Spezielle bei dem Motorrad ist jetzt auch noch, die hat ja eine hydraulische Vorderradbremse und der Ausgleichsbehälter hat einen elektrischen Sensor für Füllstand. Cool. Und die Füllstandsanzeige habe ich jetzt dann auf die Warnlampe für eigentlich die Lichtmaschine gelegt. Klasse. Also ihr seht im Großen und Ganzen eine geile Aktion. Ich finde, passt gut zum Motorrad. Ne? Ja. Macht sich ganz gut, sieht schick aus. Das ganze Motorrad ist nicht schlecht. Wie gesagt, das ist nicht original. Und wenn ich jetzt die Brocken da mal nehme, ohne hinzufallen, und halte die mal daneben, dann haben wir dem ganzen Eimer doch mal wirklich was Gutes getan. Ich meine, das ist 40 Jahre alt, ne? Und das passt aber trotzdem genau in die Optik. Ja. Okay. Zufälligerweise habe ich genau den gleichen Tacho auf meinem Moped. Angeber. Er hat was ich noch nicht habe. Du läufst immer Richtung. Ja, das mache ich so gern. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch immer. Macht die Glocke an, dass ihr informiert werden, wenn wir neue Videos reinstellen. Ihr könnt Fragen stellen, die Kommentare werden beantwortet. Kritik, dafür bin ich immer da. Ich weiß, wie man die löscht. Positives heben wir vor. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Manuel und der Willi.